Also, der Plan steht. Alles ist klar, könnte eigentlich losgehen. Aber der Hobel braucht noch etwas Zuwendung. Also wenn schon dann richtig. Da wird radikal alles auseinandergerupft. Ja, so sieht das dann aus bei mir. Sehr schön, sehr organisiert. Profi-Garage kann einpacken, ne? Scheiße. Ja, hier kleine Wasserschaden. Nicht so schlimm. Also Motor musste auf jeden Fall raus. Hat zuletzt noch ziemlich geölt und gerasselt. Da wollte ich mir auf jeden Fall die Steuerkette und die Ventile anschauen. Da hat sich noch herausgestellt, ziemliche Riefen im Zylinder und im Kolben. Also Zylinder aufgebohrt, Übermaßkolben besorgt. Original Honda, angeblich der letzte. Aber dementsprechend teuer. Vielleicht bringt es mir Glück. Alle Übermaßkolben aus dem Zubehör hätten die Verdichtung erhöht. Das wollte ich dem Motor dann auf der langen Reise nicht antun. Also, fröhlich schleife ich die Ventile ein. Freue mich aufs Motor zusammenbauen. Dann sehe ich noch hier kurz vor knapp Riss im Zylinderkopf. Und Auslassventilsitze sehen auch nicht gut aus. Da war die Stimmung erstmal im Eimer. Na egal, Kopf zum Instandsetzer geschickt und erstmal einen Gabelservice gemacht. Bei der Gelegenheit auch progressivere Gabelfedern verbaut. Ja, das war sehr intensives Prozedere. Hinten die Schwinge überholt. Und da gab es auch einfach ein neues Federbein. Tada! Hä? Ja, ansonsten Bremsenservice gemacht, Radlager getauscht, neuen Kettensatz, alles was so geht. Das Ganze drum und dran. Ja, sieht auch schon langsam wieder nach Motorrad aus. Der Peter ein paar Schweißnähte eingesammelt für unterwegs. Kann man nie genug haben. Ja, Vergaser gereinigt. Alle Dichtungen neu. Neue Aircut-Membran. Schön zusammengepuzzelt wieder. So, dann kam auch der Kopf wieder vom Instandsetzer. Sehr schön. Also, Ventile rein. Hier neue Ventilfedern, Ventilschaftdichtung. Dann kann alles wieder zusammen. Steuerkette ist neu. Kupplung natürlich. Man sieht den neuen Kolben, der letzte seiner Art. Irgendwer hat noch 10 im Regal und sagt nichts. Nockenwellenlager neu. Das sieht doch gut aus. Richtig schön. Dann das Herz mal wieder zum Schlagen gebracht. Ist echt extrem gut angesprungen, da habe ich nicht mit gerechnet. Sehr happy. Ja, so sah die dann aus. Richtig geil. Boah, so gut wird die nie wieder aussehen, ey. Scheiße. Hier, man sieht neue Fußrasten. Dann für Motortemperatur habe ich Edelstahlkrümmer verbaut und das Schutzblech vorne so ein bisschen eingeschlitzt. Alles nur aus Faulheit, davor einen Ölkühler einzubauen. Hier eine Verstärkung am Schutzblech, dass ich da was drauf montieren kann. Ja, und dann ging es noch ans Gepäcksystem. Da habe ich im Grunde einfach hinten fettes Kuchenblech draufgeknallt. Schön abgerundet für den TÜV. Ein paar Löcher rein. Löcher kann man immer gebrauchen. Wiegen auch nicht viel. Ja, so sah das dann aus. Peli-Koffer noch drauf. Hier die Packtaschen über die Sitzbank geschmissen. Und das war dann im Grunde das Thema Gepäcksystem. Für den Popo noch die Sitzbank aufgepolstert. Ja, das hält dann der Bezug alles. Ja gut, Bezug auch noch drauf. Kurz einmal auf Video festhalten. Zeig mal. Ja, da habe ich schon rausgezogen. Nee, man sieht noch. Druck geben. Ja. Oh. Ein gelbes Lämpchen installiert für Frankreich. Ja, das ist dann der fertige Adventure-Bild. Schöne Seitenverkleidung noch gedengelt. Hier vom Motorschutz noch so eine Toolbox aus dem Wasserrohr geklemmt. Und Papa hat seiner Kiste dann auch mal Leben eingeprügelt. Ich weiß, warum die so anknallt und nicht angeht. Warum?
Ja, ganz klar. Die kriegt keine Luft. Ach, da ist ein Lappen drin. Oh. Der ist jetzt reingerutscht. Sound ist trotzdem geil, oder? In diesem Sinne haben wir da mal eine Probefahrt gestartet. Da wussten wir ja noch gar nicht, ob uns das liegt mit dem Motorradfahren im Dreck. Aha, hier geht's ordentlich bergab. Oh, gut stehen, gut stehen, gut stehen. Soll ich einkuppeln? Ich bin ausgekuppelt. Ich weiß nicht, wir können Unruhe reinbringen. Aua! Dorn, aua! Ah! Keine Dorn, ah! Ins Gesicht. Oh Mann. Oh, geil, Motorradfahren. Oh! Oh! Also man kann echt, glaube ich, kein Hardcore-Brettern machen. Mit dem ganzen Gepäck. Das kann man dem Motorrad nicht abverlangen. Man muss so ganz flowig fahren. Hier einfach fliegen lassen. Die ist eigentlich ganz geil. Gruselig. So ein bisschen einbremsen und dann rein beschleunigen. Scheiß Reifen. Gestrüpp. Oh, ich will richtig brettern, aber... Oh, oh. Da liegt einer. Jetzt so ist jetzt echt nicht ideal. Also wann ist schon ideal, wenn man sich hinlegt? Oh. Boah, da hatte ich das Gepäck im Arsch. Ein bisschen mehr Platz wäre eigentlich wahrscheinlich nicht verkehrt. Man ist ganz gut mit den Dingern. Ja, gut. Ja. Ja. Hooligan, Alter. Also, Probefahrt war sehr erfolgreich. Dann kann ich meine 7 Sachen zusammenpacken. Und nächste Folge geht's dann wirklich los. Ich schwöre. Ich schwöre.